So, weiter geht's. Das ist das Nachfolgevideo von Terme vereinfachen 4. Deswegen haben wir es 4.1 genannt. Ich blende euch 7 Aufgaben ein, die könnt ihr schon mal rechnen. Wie ihr seht, wir nehmen jetzt noch Zahlen und mehrere Buchstaben in eine Aufgabe hinzu. Und am Ende, bleibt unbedingt dran, erzählt Rebecca einen Mathewitz. Es lohnt sich. Noch. Wenn du das Ergebnis ausrechnest, dann bitte immer erst die Vorzeichen ausrechnen, dann die Zahlen ausrechnen, also die normalen Zahlen, und dann kümmerst du dich noch um die Variablen. Ich probier's. So, 2 Minusse ergeben ein Plus. Die Zahl 3 und 2 x, also kommt raus plus 3x hoch 2. Sehr schön. Gut. Oh, es wird schon komplizierter. Ich sehe 3 Minusse, also steht vor dem Ergebnis ein Minus. 8 mal 2 ist 16. Und 3 b's, also b hoch 3. Jawohl. Läuft Gut, doch. Ja. Gleich der nächste. Na, Kommazahl, ich hab's gewusst. Es ist nur ein Minus vorhanden, also wird das Ergebnis negativ. Das Minus schreibe ich schon mal hin. 1,5 mal 6. Na, das ist einmal die 6 und dann nochmal die Hälfte von der 6, also die 3. Also sind das 9. Gut. Und a hoch 4 mal a hoch 2 ergibt a hoch 6. Richtig. Ja, das erkläre ich vielleicht nochmal. Ja. Also a hoch 4 bedeutet ja a mal a mal a mal a. Und dazu kommt jetzt mal a für das a hoch 2. Und das sind insgesamt 6 Stück, deswegen a hoch 6. Mala mala. Mala mala. Mala mala. Mala mala. Mala mala. Düp, düp, düp. Mathe ist verrückt. Du, ich habe dir jetzt schon alles erklärt, was du zu dem Thema wissen musst. Gut. Ich würde sagen, wir üben einfach noch ein paar schwierigere Aufgaben und dann haben wir es soweit. Na gut, ihr haltet am besten das Video an und rechnet erstmal selbst. Ja, unbedingt. Ist ja unfair, wenn ich immer der Einzige bin, der sich anstrengen muss. Okay. Als erstes die Vorzeichen, also ein Minus. 0,5 mal 8, das ist die Hälfte von 8, ist 4. Dann habe ich da ein a stehen und 6 b's. Dann ist mein Ergebnis minus 4 a b hoch 6. Sehr schön. Hast auch gut die Buchstaben nach Alphabet sortiert. Da bitte drauf achten. Ja, immer erst die Vorzeichen ausrechnen, dann die Zahlen hinschreiben und dann die Variablen nach Alphabet sortiert. Ja, ich werde langsam ein Profi. Ich merk's. So, nächste. 3 Minuszeichen, das heißt, das Ergebnis ist negativ, minus. 6 mal 5 ist 30, mal 3 sind 90. Dann habe ich 2 x, x hoch 2, y hoch 4, z hoch 3. Sehr schön. Läuft jetzt aber richtig. 3 Minuszeichen ergibt Minus vor dem Ergebnis. 0,2 mal 14. Na, ich würde jetzt rechnen, 2 mal 14 sind 28. Und dann setze ich das Komma eine Stelle in die Mitte. Dann sind es 2,8. Ja, gut. Kann man das so rechnen? Super, so würde ich es auch rechnen. Sehr gut. Also minus 2,8. A hoch 3. H hoch 3. Ja. So. Was soll das denn jetzt schon wieder? Wieso steht da in der Mitte so ein einzelnes Malzeichen? Ja, das habe ich hingeschrieben, um dich zu verwirren. Schon wieder. Ja. Weißt du, vor jeder Klammer steht ja eigentlich ein Mal. Das heißt, in dieser Aufgabe sind 7 Malzeichen vorhanden. Und eins von den 7 habe ich halt einfach mal hingeschrieben, um dich zu verwirren. Na super. Ich falle doch auf sowas nicht mehr rein. Bist schon zu clever Ja, geworden. ich weiß, überall zwischen Klammern stehen Malzeichen drin. Und die sind alle gleichberechtigt und ich kann alle zu einer großen Familie zusammenfassen.
Sehr gut, Bosco. Auswendig gelernt. Also 5 Minuszeichen, das heißt Ergebnis ist minus x hoch 5, y hoch 3. Sehr schön. Okay, ich glaube, heutiges Thema habe ich komplett verstanden. Ich denke auch. Jetzt können wir mal was Schönes machen. Oh ja! Ich habe voll die gute Idee, was wir machen Ich könnten. bin gespannt. Wir könnten unsere Buntstiftsammlung sortieren und immer aus 2 Stiften ein Plus legen. Du hast eine Buntstiftsammlung? Ja, selbstredend. Wie bescheuert ist das denn? Und die sind alle gespitzt. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Was hast du für eine Idee, Bosco? Ich gebe dir Flugstunden. Und dann schauen wir mal, ob du genauso gut fliegst, wie ich Mathe kann. Ich soll fliegen lernen? Ja. Oh, da fällt mir ein Witz ein. Oh, der ist bestimmt sehr witzig. Steht ein Mathematiker auf einem brennenden Hochhaus. Die Feuerwehr hat unten schon aufgebaut, dieses Sprungtuch, wo der Mathematiker dann drauf landen soll. Ja. Und der steht jetzt auf dem Dach und berechnet, wie er genau springen muss, damit er in der Mitte des Sprungtuchs landet. Die Flammen kommen immer näher, die Feuerwehr ruft schon, wird ungeduldig, er soll jetzt springen. Der Mathematiker rechnet noch schnell fertig, springt los und, anstatt nach unten zu fallen, fliegt er nach oben in die Luft wie ein Vogel. Wie ein Geier. Was ist Warum? passiert? Vorzeichenfehler. Wenn Mathelehrer versuchen, witzig zu sein. Oh, der war doch gut. Ja, okay, der war doch gut. echt Der gut. war echt gut. Alles gut. So, jetzt macht ihr auch noch was Schönes zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ich lerne dann mal fliegen. Das war das letzte Video mit Rebecca. Ja, du siehst, Mathematiker können fliegen, wenn sie sich verrechnen. Du verrechnest dich ja nie. Wenn ich dich immer rechnen lasse. Okay. So, gut jetzt. Tschüss. Tschüss.